Hallo ihr lieben Kreativen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments, herzlich willkommen in meiner kreativen Welt. Ja, ich war ja erst vor kurzem im Urlaub und habe da so wunderschöne Mondfelder gesehen. Ich blende euch mal ein Bild davon ein und ich versuche heute das ein bisschen aufs Papier zu bringen. Mal schauen, wie gut mir das gelingt. Als erstes mal habe ich mir hier meine Farben von Victoria geschnappt. Ich habe mir hier 3 Töne eingeweicht, und zwar das Capri-Blau für den Himmel. Dann habe ich hier ein Oxidgrün mir für die Grünfläche angeweicht und das Echtrot für die Mohnblumen dann. Und jetzt schauen wir mal, ja, wie das so funktioniert. Ja, ab und zu fragt ihr mich nach meinen Pinseln, was ich so nutze. Ich habe jetzt heute hier mal ganz unterschiedliche mir bereitgelegt. Diese Pinsel hier, kin.de, ich weiß nicht, ob man das sieht. Das war mal so ein Set, mit dem bin ich total super zufrieden. Ich glaube, ich habe es mir online gekauft oder ich weiß nicht mehr, ob ich die im Fachhandel gekauft habe. Kann ich nicht mehr genau sagen. Dieses hier ist so ein schräger Pinsel, den werde ich gleich vielleicht nutzen für so ein paar Striche von VBS. Das ist ein Kreativversand. Und mein Schriftenpinsel von Bösner, der ganz dünne hier, ein 02er. Ja, und ansonsten schaue ich mal, womit ich so noch arbeite. Dann habe ich hier heute mal von Hannemühle ein 275 Gramm Papier. Das ist kalt gepresst und ja, das ist so schön verleimt, hat eine leichte Struktur. Das würde ganz gut passen zu dem heutigen Motiv. Und jetzt fange ich einfach mal an und mache mir hier ein bisschen Wasser auf den Block, um den Himmel erstmal ein bisschen zu gestalten. Und dann schauen wir mal, ein ganz helles Blau. Und es soll ruhig ein bisschen wolkig sein, das Ganze. Ja, ruhig ein paar helle Stellen dazwischen. Ihr könnt auch gerne noch mal so zwischendrin reingehen und ein bisschen was rausnehmen von der Farbe. Wenn es zu viel war, so ein paar Wolkeneffekte machen. Ja, das ist doch schon ziemlich schön. Jetzt ziehe ich hier die Feuchtigkeit weiter. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass es mir gleich nicht lila wird. Wenn ich so einen ganz zarten Hintergrund so richtig schön laufen. Es zieht sich auch so ein bisschen, passt schon ganz gut. Und unten drunter kommt jetzt noch der grüne Bereich. Der kann so ein bisschen, ich halte das jetzt schräg, in das Rot ruhig reinlaufen. Aber nur laufen lassen, nicht drin rumwischen. Ja, ganz wichtig. Ich möchte noch ein bisschen ein dunkleres Grün haben. Und mit dem mache ich hier mal auf so einer Plastikkarte so eine kleine Kante und ziehe mir einfach hier mal mit der Karte so ein paar Linien. Ein bisschen schräg ruhig.
gehe also mit der Spitze ruhig in den Farbtopf richtig rein und dann ist da etwas Farbe dran und ja, gucken wir mal. So, das wird schon mal ganz spannend. Was ich jetzt noch mache, ist, dass ich ein paar Wassertropfen mir hier oben drauf setze, um ein paar Blüheffekte hinzubekommen. Okay, da war jetzt sogar noch ein paar, jetzt war in dem anderen Pinsel ein paar Grün drin, aber das ist gar nicht schlimm. Für den Mond passt das ganz gut. Ist jetzt nicht dramatisch. Ja, und nun lasse ich das hier erst einmal ein bisschen trocknen. So, das ist jetzt soweit erstmal trocken und jetzt versuche ich mal, eigentlich ist mir hier ein bisschen viel, da werde ich vielleicht gleich noch mal ein bisschen Grün drauf tupfen, aber mal schauen. Ich werde jetzt erstmal ein paar Spritzer versuchen und ich möchte die nicht überall haben und deshalb decke ich mir hier so ein bisschen den Himmel ab und schaue mal, dass die Spritzer nicht überall landen. Ihr wisst ja, ich habe es da nicht so mit. Von daher, und jetzt nehmen wir hier ein schönes Rot und machen uns mal erstmal hier euch ein paar größere Spitzer, das heißt einfach ein bisschen größeren Pinsel nehmen. Schauen. Die schönsten Spritzer landen da oben, ne? Guck mal. So, vielleicht mache ich noch mal ein paar mit der Hand. Oh, das sieht schon ganz gut aus. Sehr schön. Ich kann auch noch mal so ein paar. Ist mir der Pinsel aber, glaube ich, ein bisschen zu groß. Einen kleineren Pinsel schnappen. Rot. Ich nehme jetzt einfach mal diesen Pinsel, mache ihn nass und setze ihn jetzt mal hier an so einen Tropfen dran und ziehe mir hier ein paar größere Blüten raus. So, jetzt möchte ich noch mal so ein paar Mondknospen setzen. Die sind ja immer ein bisschen abgerundet. Das heißt, wir machen hier so einen kleinen diese kleinen hängenden Blüten, ihr kennt das. Und ich möchte einfach auch noch so ein paar geschwungene Gräser haben.
So, auf jeden Fall möchte ich da unten noch ein bisschen mehr hier grün haben. Und jetzt gehe ich mit einem nassen Pinsel wieder nur hier unten ran und setze das so, dass das nochmal sich verzieht und ein bisschen verläuft und ein bisschen spannender wird. Das wird schon ganz nett. Ja, ich lasse es erst noch mal wieder trocknen und schaue dann noch mal. So, das Ganze hat ja nun in einem Getreidefeld gestanden. Und so möchte ich noch mal so ein paar Ähren hinzufügen. Dann nehme ich jetzt hier ein ganz helles Grün von Victoria und mache aus diesen Stielchen, die ich hier hinten habe, das ist jetzt ein bisschen Fleißarbeit. Noch so ein paar Ähren. Mit so ein paar kleinen Tupfern. Ich mache den Pinsel nur nass und gehe hier noch mal in diese roten Tropfen rein. Die sind zum Teil noch nicht trocken und verziehe das noch mal so ein bisschen.
So, diejenigen von euch, die mich schon ein bisschen länger begleiten, die wissen, dass realistische Malerei nicht so ganz meins ist. Aber ich wollte unbedingt das versuchen mit diesem kleinen Mohnblumenfeld. Und ich weiß nicht, ob es mir ganz gut gelungen ist, das einzufangen. Aber ich finde es eigentlich ganz schön. Es hat Hintergründe, es hat helle, dunkle Geschichten. Und gut, vor Ort sah das alles noch natürlich ein bisschen anders aus. Aber so finde ich jetzt dieses kleine Bildchen erstmal ganz gelungen. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen da, abonniert meinen Kanal und es wäre schön, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut, eure Melanie.